Jetzt würdest du was sagen, jetzt braucht er nicht so schüchtern sein. Hallo! Ja, aber warum ist es schwierig zu planen, wenn er hat doch die ganze Zeit. Also World of Tanks ist ein Free-to-Play Third-Person-Shooter, wo man in einem Panzer sitzt und eigentlich das Ziel hat, entweder die Base des gegnerischen Teams einzunehmen oder das gegnerische Team zu eliminieren. Also es ist quasi der populärste Modus, der auch im E-Sport gespielt wird. World of Tanks ist ein Free-to-Play-Titel und ich würde das so ein bisschen als taktischen Ego-Shooter bezeichnen. Auch wenn viele sagen, mit Ego-Shooter und Action hat das nicht so viel zu tun, aber in meinen Augen, wenn man das Spiel auf einer professionellen Ebene spielen möchte, dann vergleiche ich das doch am ehesten mit einem Ego-Shooter und ich denke, das kommt dem Ganzen schon ganz nah, weil auch hier ist Aiming wichtig, natürlich deine Taktik, deine Absprache im Team und schnelle Reaktion in blitzschnellen Momenten. Das ist da gefragt und deswegen ist es für mich ein Ego-Shooter. Erstmal wieder Leidenschaft. Wenn man das Spiel nicht mag, wenn man das Spiel nicht liebt, dann kann man nicht gut werden. Weil ich habe immer die Mentalität, man muss, wenn man erfolgreich werden möchte, muss man das lieben, was man tut. Und also erstmal Leidenschaft. Dann braucht man gute Jungs, man braucht ein gutes Team. Man hat es schon oft in der Vergangenheit gesehen, es tun sich 7 Top-Spieler zusammen und am Ende des Tages können die nichts reißen, weil die einfach nicht miteinander klarkommen. Jeder hat sein Ego, jeder hat seine Meinung und möchte einfach seine Meinung durchsetzen. Das funktioniert nicht. Das kommt dann erst so, keine Ahnung, nach 4-5 Stunden, dann ist es nicht wirklich von Stand durchsaugen oder so. Ja, okay, du müsste da vorne sein, weil ich werde da ein bisschen nicht ja, genau, ich bin Rasta, aka Dominik Waffler. Ich bin 17 Jahre alt, ich komme auch aus München. World of Tanks bevor ich World of Tanks gespielt habe ich Flugsimulatoren gespielt, eigentlich ziemlich lange. Damals von einem Amerikaner habe ich damals auch den Tipp World of Tanks bekommen. Das war Februar 2011. Hat er gesagt, hier World of Tanks ist gerade in der Beta, das ist free to play, kannst du einfach runterladen, test es mal aus. Ich finde es total cool, hat er gesagt. Und dann habe ich einfach mal gedacht, das kann ich einfach mal ausprobieren, ich lade es mir runter. Und als ich es gespielt habe, mir hat das sofort total gut gefallen. Ich habe da
total viel gespielt. Ich habe das Spiel damals natürlich noch nicht verstanden, aber mir hat es total gut gefallen, mit den Tier 1er damals zu spielen. Ja, also so bin ich halt dazugekommen. Ich habe mich halt immer weiter mehr entwickelt, hatte auch von diesem Competitive Gaming, diesen Gedanken habe ich auch sehr schnell entwickelt, weil ich halt eben gut werden wollte in World of Tanks. Also mein Name ist Julian Wagner, aka Nervax. Ich komme aus der Nähe München, bin 15 Jahre alt und ja, bin Schüler. Ich hatte es mal irgendwo in der Werbung gesehen, hab's dann angespielt, fand es dann aber irgendwie nicht so geil. Und dann irgendwann später habe ich mit einem Freund nochmal angefangen. Dann war so ein Wettbewerb, wer hat als schnellstes den höheren Panzer. Ja. Okay, also mein Name ist Matthias Hackenberg, aka Hacki. Ich bin 26 Jahre alt. Zum World of Tanks spielen bin ich gekommen, nachdem mich Modern Warfare 2 irgendwann so angenervt hat von den ganzen Cheatern und allem möglichen. Habe mir gedacht, ich brauche hier ein Spiel, wo keine Cheats bis dahin vorhanden sind, und dann bin ich auf World of Tanks gekommen, habe mir noch einen Kumpel angeholt und dann hat es halt angefangen ganz langsam. Ich war mal voll der Noob hier bis 8000 Gefechte. Ich wusste gar nicht, dass es Weak-Spots gibt oder so. Das weißt du heute auch nicht. Ich weiß ich heute auch nicht, aber ich habe halt immer Lucky mit Auto-Aim und zum 7-7 Spielen bin ich gekommen durch Raster. Wir kannten uns von der DLM, kannten wir uns. Da haben wir als erstes zusammen gespielt hier 7-7 und dann bei Rage. Und dann hat sich das ein bisschen verlaufen, weil es mit Rage dann hier zu Ende gegangen ist. Weil keiner hatte mehr die Motivation, keiner wollte trainieren oder so. Und dann habe ich nur noch ein bisschen hier Go for What so in verschiedenen Random Teams mitgespielt. Ja, jetzt bin ich aber doch irgendwie im Main Team gelandet. Vielleicht weil ich so gute Eigenschaften als Main Suicider habe. Also dass ich das super drauf habe. Ja. Gut. Du bist zu spät, Bro. Was? Ihr seid schon noch. Ja, verdammt, du musst morgen das noch machen. Ja. Warum bin ich nicht da? Moin. Und was geht? Ihr seid schon aufgestanden? Schon geduscht? Ich war schon joggen. Ja. Alles? Nee. Ja, natürlich. Ich habe zu duschen. Zeig mal, wie viele sind davon? Das sind unsere Seaplay-Trikots, wenn du die meinst. Und jeder hat 5 Stück oder wie? Klar, nicht mal. Sieht man ja, dass das nicht meins ist, oder? Okay. Das ist so ein Zack, da passe ich zweimal rein. Das ist so mein Nachthemd. Kann ich anziehen. Und mal kuschelig heute was? Ich hoffe halt mal jetzt, dass hier Raster immer da bleibt, weil ich glaube, wir haben alle hier ihm den Erfolg zu verdanken, weil er verdammt viel Zeit investiert für Taktiken. Er schaut sich Russenteams an, wie die spielen. Er sagt uns hier, wie wir fahren sollen. Also, wir haben da ehrlich gesagt gar nicht so viel zu tun, außer dass wir hier das halt ausführen, was er uns sagt. Natürlich hier im Fight oder sowas muss man schon noch hier gut koordinieren, aber ich denke mal so, dass wirklich die Vorarbeit von Raster, dass es man eigentlich besser fast nicht machen kann. Und auf ihn könnte das Team, glaube ich, gar nicht verzichten. Wenn er geht, würde das Team, glaube ich, nicht mehr erfolgreich sein. Ich sehe hier keinen, der was dann hier wirklich so viel Zeit investiert.
Sitting up below, they're looking to push around onto Hyber, use a hold down ability, and then actually get the damage on them and actually go for a kill. Nervous team from C-Play, they need to make this count, and they're doing just that. Crux is going low. He gets focused, Rust appears up again to challenge down Crux, finally lands the shell. Big play for him, that's going to get the confidence building up, but they've lost Hacky, and they're losing out the numbers, but that HP pool is still... That's going to get the confidence building up, but they've lost Hacky, and they're losing out the numbers for that HP. He does know the shot, but he's down so low to 32 HP. One more will do the job, and Kazna pick up the first. Also wir haben als Steppen haben wir eigentlich schon einen Vorteil gehabt. Wir hatten irgendwie 1000 AP Vorteil und dann haben sich halt zwei Spieler entschieden, einen falschen Move zu machen. Das heißt, die sind einfach quer übers Feld gefahren. Das war ein Fehler, das wurde auch nicht angesagt, aber man hätte da Nerven behalten müssen. Die hätten einfach ihre Position bleiben müssen, weil das hätten wir sonst gewonnen. Wir hatten den HP-Vorteil, aber dieser Move, der hat uns den Spiel dann im Endeffekt gekostet. Wenn man beste 5 eine Karte zurückliegt, ist es sehr, sehr schwer, das wieder aufzuholen, weil man hat es ja gesehen, wir haben Steppen verloren und die Regel ist ja, dass man beim Draw jeder einen Punkt bekommt und deswegen, also sie waren 1-0, haben sie geführt und sie müssen einfach nur 2 Spiele campen, dass sie auch wirklich gewinnen. Und das heißt, wir waren gezwungen zu kommen. Auf Minen hat sich Kastner nur hinten reingestellt. Ich finde, wir haben einen sehr guten Ansatz gehabt, das zu countern. Hätte unsere 1390 wäre auf der Nulllinie gewesen, hätten wir wenigstens einen Draw geschafft. Aber das ist sehr schwer, sie aus dieser Position herauszubekommen dann. Klippe haben wir eine sehr gute aggressive Taktik gehabt, aber es stand halt schon 2-0, das war das Problem. Ja, das war unsere große Klippe hatten wir eine richtig gute Taktik, wir haben auch eigentlich gewusst oder wir haben sehr stark vermutet, wir würden das gewinnen mit dieser Cap-Taktik, weil das eben Klippe wurde verändert und das ist so, und man kann halt dann neue Taktiken machen, sowas denke ich war total unerwartet. Und dann Himmelsdorf hatten sie halt wieder den Vorteil, wir stand 2-1 und wir müssen kommen. Wir hatten zunächst eine andere Taktik vor, das sind unsere beiden T1er gestorben, das heißt wir waren gezwungen anzugreifen. Genau. Und das ist ziemlich schwer für Himmelsdorf sich da hinten reinzustellen und das ohne Cap zu gewinnen. Weil die kriegen halt immer die ersten Schüsse bei Himmelsdorf und da wir dann nur noch zu 5 waren, war das eigentlich schwierig, weil die hatten ja immer noch die T1er und sie konnten dann immer noch in Cap gehen. So haben wir dann einfach probiert, was nicht Erwartetes zu machen. Aber es hat irgendwie nicht sein sollen. Man hat halt heute auch wieder voll gemerkt, dass wir einfach ein relativ neues Team sind und dass halt einfach das Teamplay manchmal noch ein bisschen hakt. Also ich glaube, an der Taktik scheitert es immer nicht bei uns, aber manchmal halt vielleicht an der Ausführung, das ist unser Problem. Also wir haben schon noch einige gute Taktiken, also ich denke mal, wir werden sie auf jeden Fall noch überraschen, was wir so spielen, vielleicht auch mal was Außergewöhnliches, kommt darauf an, wie die ersten 2 Maps oder sowas verlaufen werden und ja, ich denke, wir schaffen das. Eigentlich auch, ich denke, wir werden gegen TCM gewinnen. Played that map yet, so we'll see what. And the Dead Zone takes down Europe, which is going terribly wrong for TCM. The plan was almost paying off, but now the cap looking so far away from being completed. Yizny being surrounded on all fronts. He's fighting as hard as he can. That's not going to take him down. There's 32 seconds here. Magus
might be able to save TCM. He actually. Is going into the Lion's Den. He's been met by Hacky and the Dead Zone. Taken away, not sure why he went into. Finally, there's a response from Still Mojo towards Ruster, but Thoris nothing. Look at this, Yizni's low, Dieter at deep slow, and was Thoris, and they are being absolutely devil. He's going to be rammed out of this one, and C-Play, can you believe it? Als E-Sportler braucht man vor allen Dingen Ehrgeiz. Man muss wirklich den Willen haben, ganz da oben zu kommen und dementsprechend auch bereit sein, viel dafür zu opfern, viel dafür einzusetzen. Da kann auch mal gerne das Privatleben drunter leiden. Grundvoraussetzungen, wie gesagt, der Ehrgeiz und vor allen Dingen Professionalität. Gerade im E-Sports ist es wichtig, dass man nicht sagt, ich wechsle morgen wieder das Team, ich habe da keine Lust mehr drauf, sondern dass man wirklich kontinuierlich bei der Sache ist und professionell auch an die Sache rangeht und das Ganze so anpackt. Nur so wird man erfolgreich. Als E-Sportler braucht man den Willen zu gewinnen. Ganz einfach, Plan formuliert. Dann natürlich Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit und den Willen, was Großartiges mit Freunden, mit seinem Team zu schaffen. Erfolgreich in World of Tanks wird man vor allen Dingen, wenn man kontinuierlich mit demselben Team spielt. Das heißt wirklich Wert darauf legt, dass das Team zusammenhält, dass das Team gut harmoniert, gut funktioniert und natürlich Training, ganz oben an der Tagesordnung. Also wer nur ab und zu seine Random-Gefechte fährt, der wird in World of Tanks keinen Erfolg haben. Und deswegen kann ich nur sagen, sucht euch ein Team, holt euch ein Team und trainiert mit denen und vor allen Dingen achtet darauf, dass die Harmonie im Team stimmt, dass ihr gut zueinander passt und wirklich auch Lust habt, miteinander viel Zeit zu verbringen. But look at C-Play, they still have Roster, they still have the Killzor. Can they turn this? They've just done this. The time's right. Beautiful work from the Killzor. We push. It is a push on the right side. Yes, push on that. Go. Go. Virtus.pro in meinen Augen ist der Platzhirsch, ganz klar der Turnierfavorit. Sie haben alles gewonnen, was es in World of Tanks zu gewinnen gibt. Ob es die Grand Finals waren, ob es die World Cyber Games waren und. Also wirklich immer oben dabei, immer ganz vorne dabei, immer stark unterwegs. Gerade auf Events zeigen sie einfach, dass sie ein professionelles Team sind, routiniert an die Sache rangehen und wirklich nie was anbrennen lassen, wenn es darauf ankommt. Die Chancen für die anderen Teams sind da. Ich sag's mal, sie sind da. Schlagbar sind sie. Sie haben auch die eine oder andere Schwäche gezeigt, gerade auch im Laufe der Season. Von daher denke ich, vorher die Flinte ins Korn zu werfen, wäre auf jeden Fall der falsche Weg. Und ich rechne mir da ganz gute Chancen, auch gerade auch für unsere deutschen Teams, dass sie da doch viel erreichen können.
Also Virtus.pro hat die Saison über eine wahnsinnige Leistung aufs Parkett geworfen und die Teams werden wirklich viel zu tun haben, da dran zu kommen und denen in irgendeiner Weise das Wasser zu reichen. Und ich meine, wir haben viele Teams hier, die sehr neu sind in der Szene auch oder halt in diesen höheren Rängen des E-Sports. Und die sind natürlich hungrig, die werden es denen nicht einfach machen, aber es wird sehr, sehr schwer für die anderen Teams. Also C-Play hat eine Wahnsinnsleistung erbracht, die Season zum Ende der Season hin besonders. Und ich meine, sie haben sich für die Finals qualifiziert und die Jungs wollen es halt, ne? Die brennen und die wollen unbedingt schauen, wie weit sie kommen und wie weit sie es schaffen. Und ich denke, da können wir vielleicht 1 oder 2 Upsets erwarten. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die sich schlagen. Und ich denke, die haben noch eine großartige Zukunft vor sich, dass ich meine, die Finals, die erreicht halt nicht jedes Team. Wir haben 6 Teams eingeladen und die sind einer davon und das zeigt schon einiges. C-Play hat auf diesem Turnier wirklich große Chancen. Ich habe im Vorfeld nicht so viel erwartet, muss ich sagen, gerade so reingerutscht in die Playoffs. Aber sie haben sich auf diesem Turnier mehr als gut bisher verkauft, haben sich akribisch darauf vorbereitet und dementsprechend auch die Leistung gezeigt, die sie mir versprochen haben. Und in dieser Form haben sie auf jeden Fall beste Chancen, auch Virtus.pro oder Evil Panda Squad in die Schranken zu weisen. Deswegen go, go, go C-Play und ich hoffe, wir sehen uns Sonntag auf dem ersten Platz wieder. C-Play, also wenn ich nur auf die Leistung von gestern gucke, haben die eine gute Chance ins Finale zu kommen. Ob die gewinnen können? Hey, Virtus.pro ist immer noch hat einen großen Vorsprung im Vergleich zu den anderen Teams. Die holen zwar auf, aber der Vorsprung ist noch da. Deswegen denke ich, Finale ist möglich, aber gewinnen, da müsste noch viel Glück dazu kommen. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum zweiten Tag der Wargaming.net League Finals der 4. Season. Wir haben heute wirklich spannende Spiele und den Anfang macht an meiner Seite der Crow mit mir. Hallo. Servus zusammen. Hallo, lieber Nebu. Also wir gehen ganz kurz die Nummer durch. Genau. 3-1 hat nämlich C-Play hier verloren im ersten Spiel gegen Kassner. Ja. Daran, Ulbers hat gegen TCM gewonnen. Ja. Und im Loser-Bracket sind somit TCM auf C-Play gestoßen, woraufhin C-Play gewonnen hat. Die haben zwar, ich glaube, 2-1 gewonnen. Und da mussten sie nochmal gegen Kassner ran und da hat C-Play dann... Genau, und da hat C-Play dann gegen Kassner gewonnen. Und davor hat nämlich Kassner gegen Schoolbus verloren und musste dann hier im Loser-Bracket nochmal weiter. Und jetzt würde ich sagen, sind wir gespannt. Die beiden rutschen jetzt in die Playoffs. Genau, da sind sie jetzt nämlich, C-Play und Schoolbus. Und ja, da C-Play aus dem Loser-Bracket kommt, müssen die jetzt gegen Virtus.pro antreten, während Schoolbus den etwas leichteren Gegner, nämlich IPS hat. Wir schauen das Match C-Play vs. Virtus.pro auf der Karte Himmelsdorf. C-Play legt los, fährt mit 3 Panzern Dr. Tür, Haki und Raster Richtung Bananengang. Schauen wir auf die andere Seite zum Bahner. Da bewegen sich Dead Zone, da Killzone und wer ist dahinter? Trevis mit dem T1er, wer ist da vorne? Der Nervax. Also kleiner Split hier in der Stadt. 2 am Bahner. Oh, hier pushen sie direkt durch die Mitte durch. Nichts lang am Bananengang, sondern direkt die Mitte durch. Ganz aggressive Taktik. Raster vorne weg, kriegt den ersten Treffer hier vom Breakneck. Der steht da natürlich bereit, passt auf. Und Virtus.pro sieht, dass sie in der Mitte durchkommen mit 2 Panzer. Sie wollen ihn schnell rausnehmen, kriegen den ersten Treffer, wird Breakneck. Aber Raster kriegen sie ihn. Oh, jetzt kommen sie zu 4. Auch von der Mitte da Kildo dazu Nervax. Und sie wollen hier Breakneck. Sie wollen den ersten Kill da rausziehen. Sie werden ihn jetzt auch rausnehmen. Ein Treffer fehlt doch daneben. Haki verschießt, kriegt von hinten vom T1 nochmal Eigenhalt. Sie kriegen ihn nicht down. Und jetzt ist Vorsicht da. Das dauert jetzt zu lange. Jetzt ist Vorsicht da. Jetzt kommen sie von hinten hier angefahren. Rekill. Kusok auf Charky, aber auch nur noch mit 230 AP. Powell dazu. Nervax und Dead Zone haben sich hier eingekesselt. Von hinten schnell die Verstärkung. Just Cause von Virtus.pro mit Worsik zusammen. Offener Schlagabtausch hier in der Mitte. Kusok auf Charky lebt hier immer noch. Jetzt rausgenommen von Dead Zone im Spiel. 3 gegen 3. Hier der Achterkampf. Das geht schnell. Hätte ich so nicht erwartet. Ich dachte, es kommt Abtasten, aber nichts mit Abtasten. Nächster Kill hier von C-Play. Schön gemacht. Powell rausgenommen.
Und sofort der Gegenschlag von Virtus Pro. Nervax muss da leider das Zeitliche segnen. Worsig jagt hier Dead Zone. Auch da Killzor mit einem Schuss. 95 HP hat er noch und er jagt hier Just Cause, der wahrscheinlich schon im Reload ist. Versucht hier Dead Zone ihn zu blocken. Der Killzor hat scheinbar noch Schüsse. Er will ihn... Ach, er ist in Dies 3. Natürlich hat er noch Schüsse. Fährt jetzt selber aber erstmal zurück. Lässt ihn kommen, lässt Worsig kommen, weil er weiß, er ist ein One-Shot. Verschießt den Schuss. Verschießt den Schuss. Wir haben genug Zeit. Es reicht auch nicht. Nochmal, wir haben es ja gestern schon angesprochen mit den neuen Regeln, dass man alle Panzer zerstören muss oder voll cappen muss, um hier zu gewinnen. Das heißt, nicht mal ein Draw reicht. Da haben sie es irgendwie schlecht getimt, muss ich sagen. Den Angriff, wenn sie dann nochmal einen Draw als letzte Rettung hätten rausholen wollen, ging nicht, hat nicht geklappt. Dr. Tür, auch kein Gegner. Lange genug Zeit für Virtus Pro ihn rauszunehmen. Von daher 1-0, damit der Stand für Virtus Pro. Schade für C-Play. Schade, schade, aber ich fand es gut zu sehen, dass sie sich was trauen. 1-0. Der Vorsprung von Virtus Pro, hier zweite Karte Steppen. Und wir sind mal gespannt. Die 13:90 von Rasta, von der Killzone und von Haki stoßt sie direkt vor. Sie müssten ihn gleich auf Worsig treffen. Der wartet hier. Sehen Sie ihn nicht? Sie fahren vorbei. Ach du Scheiße. Sie sehen ihn nicht. Und Worsig hier im Hintergrund. Sie ziehen hier den T69. Sie wollen hier Bishop rausnehmen. Kriegt aber, da kommt der Treffer von hinten von Worsig. Wie befürchtet, aus dem Hintergrund kann er den ersten Kill setzen. Dann C-Play. Bishop zwar rausgenommen. Und jetzt kriegen sie Kuzak auf Chucky. Er brennt zum Tode. Der Killzor. Nee, Rasta war's. Rasta mit dem Kill an Kuzak auf Chucky. Oh, das sieht trotzdem nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Nervax ist auch noch ein One-Shot. Worsig hatte auch einfach eine zu fiese Position. Er kann gleich die ganze Zeit schießen. Er ist zwar gerade im Reload. Trotzdem hat er einfach diese Position, um in alle Richtungen zu agieren. Oben vom Hügel aus die T1er Dr. Tür fällt in dem Moment gegen Koritz. Und es sind jetzt nur noch Nervax und Rasta. 34 Lebenspunkte hier bei Rasta noch über. Jetzt noch Glück mit dem Taken-Treffer, aber in diesem Moment rausgenommen. Schade. Das 2:0 für Virtus Pro. Und ich glaube, dieser Worsig, der hatte einfach da diese Schlüsselposition. Oben auf dem Berg von hinten dieses Feuer. Es ist einfach so unglaublich nervig, wenn du von hinten auch noch die Schüsse reinkriegst. Minen, der Rückstand 0:2 für C-Play. Also wird Virtus Pro hier mit den ersten 2 schnellen Siegen. C-Play aggressiv auf die Mitte. 4 Panzer unterwegs. Ne, alle. Warte mal, oder? Alle? Wer fehlt da? Einer fehlt da noch, oder? Bin ich jetzt blöd? Doch, einer fährt zur Stadt. Haki umgeht das Ganze. Der fährt durch die Stadt, ist auch schon ganz rum, trifft gleich auf Kuzak auf Chucky, wird den 1er wahrscheinlich gleich rausnehmen können. Mal schauen, er ist noch im Reload. Er fährt vorbei. Er scheißt auf den 1er. Der scheint ihm egal zu sein, aber das natürlich... Haki wird hier, der macht Selbstmord. Also das ist ja eine interessante Taktik. Kann noch einen Schuss hier auf Breakneck rausgeben. Mal gucken, wer fährt zuerst, Haki oder Breakneck? Breakneck raus, Haki lebt noch. Haki ist noch am Leben. Jetzt der 1er von hinten, aber Haki lebt weiter. Kann er noch einen Schuss setzen? Bishop versucht hier wegzukommen mit seinem T69. Schafft es auch, aber Haki weiter am Leben. Ist einmal komplett rumgefahren. Und er kann hier Schüsse setzen. Da Killzor mit Full AP mit dem IS-3 und er kann natürlich immer weiter schießen. Er wird auch den Angriff übernehmen. Dead Zone kommt dazu. Haki hält sich natürlich im Hintergrund. Mal schauen. Erster Treffer von Da Killzor auf Povel und Povel scheint Schüsse noch zu haben. Sucht hier die Konfrontation, aber der wird rausgenommen. Spielen das jetzt ganz ruhig runter. Da kommt der Schuss. Aber er kann Double Kill. Er kann den Haki noch mitnehmen. Haki killt Bishop. Bishop killt Haki. Trotzdem der Sieg hier auf Minen für C-Play. Und wir sind auf Klippen. Es steht noch 2:1 für Virtus Pro. Virtus Pro noch vorne, aber jetzt die Chance für C-Play, das Ganze zu drehen. Auf dem Weg in die Mitte. Auch hier wieder sieht das Ganze sehr aggressiv aus. Konzentriert wird hier mit allen Mann. Ein T1er bleibt hinten. Der Tür. Der saved scheinbar den Spawn, aber sonst sind alle Jungs auf dem Weg nach vorne. Und wir gucken mal zu Virtus Pro. Virtus Pro, ganz andere Richtung. Das wird interessant. Virtus Pro kommt hochgefahren von der 1er-Linie Richtung Mitte. Jetzt bin ich mal gespannt, was C-Play macht, wann sie es entdecken. C-Play in der Mitte inzwischen angekommen. Viel eingenommen, können hochfahren zum Leuchtturm. Wir sehen hier Nervax, die auf dem Mittelberg hochfährt. Und mal schauen, wie Virtus Pro sich hier aufstellt. Bishop oben angekommen, Worsig, der Rest hält sich hier noch unten in der 1er. Rasta, die fahren einfach direkt durch, noch nicht den Cap. Er weiß natürlich, hier ist irgendwo ein T1er. Er wird Kuzak auf Chucky sehen, aber jetzt wisst ihr auch, dass Worsig hinten steht. Worsig alleine, er kämpft hier gegen Rasta. Rasta hat den 2. Treffer abbekommen, den 3. Treffer. Auf 300 Lebenspunkte runter, Worsig noch nichts abbekommen. 2 Fehlschüsse von C-Play. Oh, noch nichts bei Worsig. Rasta rausgenommen aus dem Spiel. Da Killzor gegen Worsig um den Stein rum, so ein bisschen haschmig. Und Virtus Pro zieht sich zurück. Breakneck kommt zur Unterstützung. Was kann Nervax machen? Nervax oben hat auch schon den ersten Treffer. Er muss da jetzt helfen, er muss unterstützen. Er muss einfach seinen Teammate
Da Killzor hier helfen, müssen aufpassen. Kriegen natürlich von allen Seiten jetzt das Feuer rein. Haki auf 238 Lebenspunkte runter. Wird rausgenommen von Povil. Der nächste Kill von Virtus.pro an C-Play, Dead Zone, Nervax und hinten noch der Killzor. Treffer setzt. Auf der T1er schießt nochmal mit. Und da kommt er. Breakneck holt Nervax und Dead Zone. Die letzten 46 Lebenspunkte von C-Play auf dem Feld im direkten Kampf gegen Povil. Aber Bishop klärt aus dem Hintergrund. Und damit das auch klare 3:1 für Virtus.pro. Und C-Play damit leider nur noch im Spiel um Platz 3. Aber was heißt nur noch? Does 68 average damage more, so he completely destroyed them. The Dead Zone then took out the next target that came around the corner. A little bit lucky on the damage roll there, but altogether, you know, just bad execution. You always have to be sure. You can see, you know, C-Play look quite confident as the kills are with a pink hat on your left. Yankees could go down here, and he does. The Dead Zone just hidden away, so maybe they'll lose it. Staying alive just. Death from above, another shot. Rachel doesn't even know where that's coming from now. He's just like, what? Forwards, but it's a tricky situation to be in. Anyway, it's going to be a draw. CPS, if I'm not mistaken, the initial votes were definitely in their favour, but we'll have to see if that really can... For a couple of tanks in the mix. There we go. To kill even need Sand River at this rate, and here we go. Pulsewed is on the run as Cosme is alive, but by nothing. He has to try and buy time. He's not done that. Will he land the shot? Yes, he will. So, we did it! Coming through in that 5th position, pretty much second to last place to qualify towards the offline finals. They did it. They struggle against every other team in the online stages, as you pointed out. They didn't beat one of them coming into this tournament, and then they get to the offline finals and they prove that anyone can have their day. Exactly. I mean, Evil Panda Squad, great online, as you said. Yeah. But the thing is, the online season suited them down to the ground. With this rule set, with 1+1, they couldn't do it. Nope. When you can pick the maps like this, the draws get you 1 point. They just couldn't have what it takes to go through. So, honestly, you know, Der E-Sport im Allgemeinen macht zurzeit eine wirklich krasse Entwicklung durch. Wenn ich so die letzten Jahre zurückblicke und die Events angefangen haben mit den Intel Friday Night Games,
Geschichte, lange ist es her und inzwischen guckt man sich Events an wie die ESL One in Frankfurt, wo ein Fußballstadion gefüllt war mit Menschen, die ihren Titel, es war zwar Dota, aber trotzdem angefeuert, gefeiert haben, mitfiebern. Eine Fanszene entsteht, es ist ein unglaublicher Markt, der daraus geworden ist, eine unglaubliche Entwicklung und wirklich auch, der die Massen begeistert. Es ist nicht mehr so wie früher, wo einzelne Zuschauer kamen, die wirklich nur im Game drin waren und wirklich Hardcore-Fans waren, sondern inzwischen auch wirklich eine Art Massensport sich entwickelt. Tolle Entwicklung, ich bin gespannt, was die Zukunft da noch so bringen wird. World of Tanks macht ebenfalls eine krasse Entwicklung durch. Es ist unglaublich am Wachsen. Immer mehr Leute spielen es und immer mehr Leute begeistern sich auch, das Spiel professionell zu spielen. Sei es im Clan 15 gegen 15. Ich sehe einfach nur, dass die Clans suchen ohne Ende und die Leute auch kommen ohne Ende und die Begeisterung wächst. Es ist ja nicht nur ein Spiel, was für jung gemacht ist, wie man es normalerweise von Computerspielen kennt, sondern gerade auch so diese ältere Generation, so um 30 oder Ü50, spielt es auch gerne mal. Von daher wirklich ein breit gefächerter Markt und World of Tanks, ich kann nur sagen, tolle Entwicklung, die es bisher gemacht hat und die vor allem, die es auch machen wird. Also der E-Sports im Bereich World of Tanks besonders, der wächst stetig. Wenn wir uns einfach nur die Entwicklung der Zuschauerzahlen, sei es auf Live-Events oder halt auf dem Stream anschauen, sieht man, dass es halt einfach nur bergauf geht. Und da liegt noch Großartiges vor uns. Wir haben schon einige Wahnsinns-Events hinter uns gebracht, wie zum Beispiel die Grand Finals in Warschau. Und ich glaube hier die Season 4 Finals sind auch nicht ganz so von schlechten Eltern. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Zeit. Ich weiß von 1, 2 Projekten, die in den Startlöchern stehen. Und die Jungs und Mädels hinter World of Tanks bei Wargaming hier auch, ne, in der Wargaming.net League, die arbeiten mit Volldampf an einem super Erlebnis, was den Zuschauern geboten werden soll. Und ich glaube, wir können uns freuen auf das, was auf uns zukommt. World of Tanks und E-Sports, das beides ist so unglaublich am Wachsen, wenn man sich die letzten Events anschaut. Ich denke da gerade auch an die Grand Finals zurück, die ja in Warschau stattfanden. Ein wirklich tolles Event, wo ich noch wirklich viele Bilder im Kopf habe. Alleine das angeleuchtete Gebäude, das Kino, wo das Ganze stattfand, wo man dachte, wow, Wargaming, so muss eine Show aussehen, so muss das sein, auch die Übertragung mehr als professionell. Und ich denke, dass das Ganze so weitergehen wird. Jetzt sieht man hier auf den Wargaming League Finals hier in Köln, dass es die richtige Richtung macht, die richtige Richtung einnimmt. Tolle TV-Produktion, tolles Team, tolle Mannschaften am Start, von daher kann das nur gut werden.